Unsere Haut ist das ultimative Archiv unseres Lebens. Sie dehnt sich, wächst mit uns und speichert jede Veränderung in ihrer Struktur. Doch während wir unsere Erfahrung schätzen, sind die physischen Spuren wie Dehnungsstreifen und Zellulite oft ungebetene Gäste, die von einer Überlastung des Bindegewebes zeugen. Dehnungsstreifen sind im Grunde Narben, die in den tieferen Schichten der Lederhaut entstehen, wenn das Kollagennetzwerk unter zu starkem Zug reißt. Zellulite hingegen ist ein rein strukturelles Phänomen, bei dem sich Fettzellen durch ein geschwächtes Netz aus Bindegewebsfasern nach oben drücken. Heutzutage wissen wir, wegzaubern lässt sich Gewebe nicht, aber wir können die biologische Architektur der Haut so präzise manipulieren, dass Risse verblassen und Dellen glatt gebügelt werden. Nummer 1: Retinoide. Retinoide, allen voran das Vitamin A in Form von Retinol, sind die Goldstandard-Wirkstoffe gegen Dehnungsstreifen. Wenn du diese Wirkstoffe aufträgst, interagieren sie direkt mit den Rezeptoren im Zellkern deiner Fibroblasten. Sie geben den Befehl, die Produktion von frischem Kollagen und Elastin massiv hochzufahren. Besonders bei noch rötlichen oder violetten Streifen ist dieser Effekt spektakulär, da das Retinoid die Zellerneuerung beschleunigt und hilft, das gerissene Gewebe mit gesundem, pigmentiertem Material aufzufüllen. Es ist, als würde man ein Update in das Betriebssystem der Haut einspielen, das die Fehlermeldung der Narbe korrigiert und die Hautoberfläche glättet. Nummer 2: Microneedling. Microneedling ist das physikalische Pendant zur chemischen Erneuerung. Durch winzige sterile Nadeln werden Tausende von Mikroverletzungen in der Haut erzeugt. Was schmerzhaft klingt, ist ein genialer Biohack. Diese Verletzungen lösen eine sofortige Kaskade von Wachstumsfaktoren aus. Der Körper registriert eine Baustelle und schickt Reparaturtrupps, die neues, stabiles Bindegewebe weben. Bei Zellulite hilft diese Methode, die verhärteten Fasern, die die Haut nach unten ziehen, aufzubrechen und die Hautdicke insgesamt zu erhöhen. Je dicker und fester die Lederhaut ist, desto weniger können sich die darunterliegenden Fettzellen als Dellen abzeichnen. Nummer 3: Koffein und die Lipolyse-Drainage. Gegen Zellulite ist Koffein ein unverzichtbarer Wirkstoff, da es den Fettabbau in den Adipozyten lokal stimulieren kann. Koffein blockiert das Enzym Phosphodiesterase, was dazu führt, dass der zykalische AMP-Spiegel in den Zellen steigt und der Fettabbau aktiviert wird. Doch der eigentliche Trick ist die entwässernde Wirkung. Zellulite wird oft durch Wassereinlagerung im Gewebe verstärkt, die die Fettzellen noch prominenter erscheinen lassen. Koffein wirkt wie eine biologische Pumpe, die überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe zieht und die Mikrozirkulation anregt. Das Ergebnis ist eine sofortige optische Straffung, da das Gewebe entstaut wird und die Haut enger an der Muskulatur anliegt. Nummer 4: Kollagenpeptide und Vitamin C. Es ist ein Irrglaube, dass man Dehnungsstreifen nur von außen bekämpfen kann. Die Stabilität deiner Haut hängt von der Verfügbarkeit von Baustoffen ab. Spezifische Kollagenpeptide, die über die Nahrung aufgenommen werden, können die Kollagendichte in der Dermis messbar erhöhen. Damit diese Peptide jedoch stabil verbaut werden können, ist Vitamin C als Kofaktor absolut kritisch. Ohne Vitamin C können die Enzyme, die die Kollagen-Triple-Helix vernetzen, nicht arbeiten. Wenn du Dehnungsstreifen entfernen willst, musst du deinem Körper die Rohstoffe liefern, um die Risse im Fundament zu füllen. Es ist eine interne Rekonstruktion, die die Elastizität der Haut so weit erhöht, dass sie künftigen Belastungen standhält und bestehende Narben weicher und unauffälliger werden. Und Nummer 5: Radiofrequenztherapie. In der modernen apparativen Kosmetik ist die Radiofrequenz eine der effektivsten Waffen gegen Zellulite. Hierbei werden Radiowellen tief in das Gewebe geleitet, wo sie durch Reibung Wärme erzeugen. Diese kontrollierte Erhitzung führt zu einem sofortigen Kollagen-Shrinking. Die vorhandenen Kollagenfasern ziehen sich wie ein Wollpullover in der heißen Wäsche zusammen. Langfristig stimuliert die Hitze die Neubildung von festem Bindegewebe. Bei Zellulite bewirkt dies, dass die Haut regelrecht eingedampft und gestrafft wird, was die Vorwölbung des Fettgewebes reduziert. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du in nur 20 Minuten Tränensäcke entfernen kannst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.